Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr wisst ja, dass es Kontinente gibt und ihr wisst auch, dass auf den Kontinenten unterschiedliche Länder existieren, in denen die Menschen ganz verschiedene Sprachen sprechen. Was aber viele von euch nicht wissen, über all diesen Ländern existiert noch ein Land, das Land der Wortarten. Und von dem erzähle ich jetzt. Bleibt dran bis zum Schluss, denn erst am Ende sind die Wortarten wirklich vollständig. Viel Spaß! Es lebte einmal eine Prinzessin, die ging durch ihr Land und gab allen Dingen Namen. Drache, Drachen, Edelsteine, Drachenbaby, Wasser, Hubschrauber, Wald, Erde, Himmel, Traurigkeit. Ja, die Prinzessin wurde traurig, weil sie fühlte, dass es doch schön wäre, zusammen mit einem Begleiter durch das Land zu gehen. Das hörte Artikel. Und Artikel sagte: Ich könnte doch dein Begleiter sein, lass uns doch zusammen durchs Land gehen und den Dingen Namen geben. Und von dem Tag an gingen sie zusammen. Der Drache, die Steine, die Schlange, das Wasser, das Drachenbaby, der Himmel, die Fröhlichkeit. Das gefiel der Prinzessin eine ganze Weile gut, aber dann hatte sie das Gefühl, sie hatte so unterschiedliche Dinge und sie sollte doch wissen, wie die Dinge genauer aussehen. Das hörte Adjektiv. Und Adjektiv konnte Dinge sehr gut beschreiben. Adjektiv sagte: der rote Drache, der blaue Drache, der kleine Drache, der große Drache. Der harmlose Drache, der gefährliche Drache. Der glitzernde Stein. Das große Wasser. Der mächtige Berg. Aber wie Prinzessinnen so sind, jetzt wusste sie zwar, wie die Dinge so sind und wie sie aussehen, aber sie wollte etwas anderes. Sie wollte es etwas genauer haben und sie sagte: Ja, alles ist sehr schön beschrieben, aber ich wüsste doch gern, wie viel von den Dingen ich habe. Da sagte Adjektiv: Das ist kein Problem. Das kann meine Zwillingsschwester Numerale, weil Numerale liebt es zu zählen. Und Numerale zählte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Steine und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wesen, 4 Drachen, 2 Lobster und einige Dinos, mehrere Blumen. 1, 2, 3, 4, 5 Blumen. An manchen Tagen musste die Prinzessin dringend ihr Mittagsschläfchen halten. Und dann legte sie sich in die Drachenhöhle und verschwand. Und dann kam ihr Stellvertreter. Pronomen. Und bei Pronomen, da wusste man nie genau, wer sich dahinter verbarg. Er war ja auch kopflos. Pronomen sagte Dinge wie er, sie, wir, es, dieses, jenes, wer, was. Das war die Aufgabe von Pronomen, Stellvertreter zu sein. Und manchmal waren sie natürlich auch zusammen da. Als sie da nun so standen und über das Land schauten, sagte Prinzessin Nomen:
Fällt euch denn nichts auf in meinem Land? Da bewegt sich überhaupt nichts, da lebt ja gar nichts. Im gleichen Moment, als sie das sagte, ging die Sonne auf, das Verb. Und die Sonne erweckte alles zum Leben. Und plötzlich brüllte der Drache. Die Steine kullerten, die Schlangen schlängelten sich. Der Hubschrauber ist gelandet. Die Dinos rannten, die Lobster krauchten, der Drache stampfte und der schnaufte. Wenn eine Sonne zu sehen ist, dann ist manchmal an bestimmten Tagen am gleichen Tag auch ein Mond zu sehen, das Adverb. Und das Adverb verstärkt das Verb. Und an manchen Tagen liefen sie zusammen. Der Drache brüllte oft. Der Drache brüllte häufig. Der Drache brüllte plötzlich. Und der Drache brüllte auch schrecklicherweise. Wenn so viele Dinge in einem Land passieren und so viel in Bewegung ist, dann ist es gut, wenn man jemand hat, der einem den Weg weist und der genau sagt, wie die Dinge liegen und wo sie liegen. Und das ist die Aufgabe der Präposition. Die Präposition sagte, der rote Drache ist neben dem blauen Drachen. Die Schlange ist hinter den Edelsteinen. Der Drache ist auf der Achatplatte. Der kleine Drache schläft auf dem Edelstein. Die Dinos sind hinter dem Wäldchen. Und vielleicht ist jemand in dem Strandhäuschen. Jetzt waren so viele da, dass Prinzessin Nomen sagte, es wird Zeit, wir müssen uns mal wieder zählen. Wir treffen uns alle auf dem Stellplatz. Und die Konjunktion wurde ausgelegt und alle Wortarten gingen auf den Stellplatz. Nomen und Artikel und Adjektiv und Numerale und Pronomen und das Verb, das Adverb und die Präposition. Um sie herum wurde das Band der Konjunktion gelegt, denn die Konjunktion sagt und, oder, wenn, jedoch, aber da fehlte doch noch jemand. Es war doch klar, dass auch im Land der Wortarten würde es um die 10 gehen. Sie mussten 10 sein. Und Prinzessin Nomen wunderte sich so sehr, dass sie zur Sicherheit noch einmal Numerale zählen ließ und Numerale zählte. Nomen 1, Artikel 2, Adjektiv 3, Numerale 4, Pronomen 5, Verb 6, Adverb 7, Präposition 8 und Konjunktion 9 tatsächlich. Aber im gleichen Moment, als sie feststellten, es waren wirklich nur 9 auf dem Stellplatz, hörten sie schon von weitem Ausrufe. Huch! Heissassa! Halleluja! Hey ho! Hi! Da kam die verrückte Tante, die Interjektion. Und jeder hat in seiner Familie so jemand, der manchmal zu spät kommt oder verrückte Ausrufe macht. Die Wortarten natürlich auch. Aber nun
waren sie vollständig. Und in dieser Familie ist es wie in jeder, wenn einer mal seine Aufgaben nicht so gut übernehmen kann, kann die auch ein anderer übernehmen. Und ansonsten gehen sie fröhlich zusammen durch ihr Land. Viel Spaß beim Erfinden von Sätzen.